Herzlich willkommen bei Legendäre Burgen und Dome. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben, um gemeinsam in die Tiefen der Geschichte einzutauchen. Es erfüllt uns mit Stolz, Ihnen die verborgenen Schätze und architektonischen Meisterwerke unserer Welt näher zu bringen. Begleiten Sie uns nun auf eine Reise an einen Ort, an dem die Träume eines Königs geboren wurden und die Steine noch heute von ritterlicher Ehre und romantischer Sehnsucht flüstern. Hoch über den schimmernden Wassern des Alpsees, dort, wo die Alpen ihre majestätischen Häupter in den bayerischen Himmel recken, thront ein Bauwerk von unvergleichlicher Aura: die Hohenschwangau. Geschichte beginnt nicht erst mit dem Glanz des 19. Jahrhunderts, sondern reicht tief zurück in das dunkle, geheimnisvolle Mittelalter. Bereits im Jahr 1090 wurde ein Castrum Swangove urkundlich erwähnt. Es war der Stammsitz der Ritter von Schwangau, jener edlen Ministerialen der Welfen, die über das Land blickten. Doch das Schicksal meinte es nicht immer gut mit diesen Mauern. Die ursprüngliche Doppelburg Vorder- und Hinterschwangau verfiel über die Jahrhunderte zu Ruinen, während unterhalb auf einer sanfteren Anhöhe im Jahr 1397 erstmals der Schwanstein genannt wurde, das heutige Fundament unseres Schlosses. Inmitten der malerischen Kulisse nahe Füßen gelegen, war dieser Ort strategisch klug und doch von einer fast ätherischen Schönheit gewählt. Der Grund für die heutige Pracht liegt jedoch in der Romantik des 19. Jahrhunderts. Kronprinz Maximilian von Bayern entdeckte die verfallenen Überreste bei einer Wanderung im Jahr 1829 und war augenblicklich von der melancholischen Schönheit der Trümmer und der wilden Natur des Allgäus gefesselt. Er beschloss, aus dem Staub der Vergangenheit ein Monument der Neugotik zu erschaffen. Der eigentliche Schöpfer des Schlosses, wie wir es heute bewundern dürfen, war kein geringerer als König Maximilian II. Von Bayern. Er erwarb die Burg Schwanstein im Jahr 1832 und taufte sie in Schloss Hohenschwangau um. Maximilian war ein Mann des Geistes und der Historie. Er wollte keinen bloßen Verteidigungsbau, sondern eine Sommerresidenz, die den Geist des Rittertums atmet. Unter seiner Führung und der seiner Gemahlin, Marie von Preußen, wurde das Schloss zum Herzstück des bayerischen Hoflebens im Sommer. Doch die wohl schillerndste Figur, deren Seele untrennbar mit diesem Ort verbunden ist, war sein Sohn, König Ludwig II. Kindheit fand genau hier statt. In diesen gelben Mauern, umgeben von Sagen und Mythen, wuchs der spätere Märchenkönig auf. Hier wurde sein Geist geformt, hier blickte er nächtelang durch Fernrohre hinauf zu den Felsen, auf denen er später sein eigenes, noch gewaltigeres Denkmal setzen sollte. Nach dem Tod Maximilians im Jahr 1864 wurde Hohenschwangau zum Refugium Ludwigs, einem Ort der Kontemplation, bevor er sich in seine eigenen Traumwelten zurückzog. Es ist eine Geschichte von Vätern und Söhnen, von Tradition und dem Drang nach dem Unmöglichen. Betrachtet man das Schloss heute, fällt sofort die leuchtend gelbe Fassade ins Auge, die sich wie ein Juwel von den dunklen Wäldern abhebt. Das Schloss ist ein Paradebeispiel der Neugotik. Der Umbau unter Maximilian II. Wurde maßgeblich vom Architektur- und Theatermaler Domenico Quaglio geleitet, was dem Bauwerk eine fast bühnenhafte, dramatische Qualität verleiht. Wer eine Hohenschwangau-Innenbesichtigung unternimmt, betritt eine Welt, die seit der Biedermeierzeit nahezu unverändert geblieben ist, eine Seltenheit in der europäischen Schlösserlandschaft. Das Hauptgebäude erstreckt sich über 4 Stockwerke und wird von 3 markanten Rundtürmen mit polygonalen Aufbauten geziert. Die technischen Details jener Zeit sind beeindruckend. Die Struktur der Innenräume wurde so konzipiert, dass sie trotz der mittelalterlichen Außenmauern höchsten Wohnkomfort bot. Besonders hervorzuheben sind die über 90 Wandgemälde,
geschaffen von Meistern wie Moritz von Schwind. Diese Fresken erzählen nicht nur Geschichten, sie sind Teil der Architektur selbst. Sie verwandeln die Räume in begehbare Sagenbücher. Das Schloss verfügt zudem über eine weitläufige Toranlage und einen terrassierten Schlossgarten, der von Peter Joseph Lenné, dem berühmten preußischen Gartenarchitekten, mitgestaltet wurde. Jedes Detail, vom Schwanenbrunnen bis hin zu den filigranen Zinnen, zeugt von der Genialität der Handwerker des 19. Jahrhunderts. Über Schloss Hohenschwangau liegt ein Schleier der Mystik, der eng mit der Sage von Lohengrin verwoben ist. Der Schwan ist das Wappentier der Herren von Schwangau und zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Dekoration des Schlosses. In der Vorstellungswelt Ludwigs II. Verschmolzen die alten Heldensagen der Edda und des Nibelungenliedes mit der Realität. Man sagt, dass der junge König stundenlang vor den Wandgemälden des Schwanenritters im Festsaal verweilte und sich in die Welt von Parzival und dem Heiligen Gral träumte. Eine besondere, fast magische Geschichte rankt sich um das Schlafzimmer des Königs. Ludwig ließ dort eine künstliche Felsengruppe mit einem funktionierenden Wasserfall installieren, sowie einen mechanischen Apparat, der einen Regenbogen an die Decke zauberte. Wenn die Nacht hereinbrach, wurde durch ein kompliziertes Spiegelsystem ein künstlicher Sternenhimmel mit Mond erleuchtet. Es heißt, dass in stürmischen Nächten der Geist der alten Ritter durch die Gänge streift, um über den Märchenkönig zu wachen, der hier seine ersten Visionen empfing. Diese tiefe Verbindung zur Mythologie macht Hohenschwangau zu einem der meistbesprochenen romantischen Schlösser in Deutschland. Die historische Einzigartigkeit von Hohenschwangau liegt in seiner Authentizität. Während viele andere Burgen in Bayern über die Jahrhunderte stark verändert oder im Krieg zerstört wurden, blieb dieses Schloss als geschlossenes Ensemble der Romantik erhalten. Es ist ein Dokument der bayerischen Geschichte, das den Übergang vom kriegerischen Mittelalter zur sehnsuchtsvollen Romantik markiert. Hohenschwangau ist die Antithese zum kühlen Klassizismus jener Zeit. Es repräsentiert den Wunsch des Adels, sich in eine idealisierte Vergangenheit zurückzuziehen. Ohne Hohenschwangau gäbe es kein Neuschwanstein. Es ist die ästhetische und emotionale Vorbedingung für alles, was Ludwig II. Später erschuf. In der Gesamtschau einer Dokumentation über Burgen darf dieser Ort niemals fehlen, da er die Seele der Wittelsbacher Dynastie in ihrer reinsten Form widerspiegelt. Eine Mischung aus tiefer Heimatliebe und universeller Kunstverehrung. In der heutigen Zeit zieht das Schloss jährlich Hunderttausende Besucher aus aller Welt an, die die Füssen Sehenswürdigkeiten erkunden möchten. Es liegt im Ortsteil Hohenschwangau, der Gemeinde Schwangau, und wird heute vom Wittelsbacher Ausgleichsfonds verwaltet. Oft stellt sich für Reisende die Frage: Hohenschwangau versus Neuschwanstein, welches Schloss soll man besuchen? Die Antwort ist simpel: beide. Während Neuschwanstein für das monumentale Pathos steht, bietet Hohenschwangau eine intime, bewohnbare Wärme und einen direkten Einblick in das reale Leben der königlichen Familie. Das Schloss ist eines der beliebtesten Allgäu-Ausflugsziele und bietet neben der historischen Architektur auch atemberaubende Ausblicke auf den Alpsee und den Schwanseepark. Wer die majestätische Stille der Berge und die Eleganz vergangener Tage sucht, wird hier fündig. Die Kombination aus Natur, Geschichte und jener leichten bayerischen Mystik macht einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Ausflug in die Welt von Hohenschwangau gefallen hat. Es ist ein Ort, der uns lehrt, dass Träume aus Stein gebaut werden können und dass die Geschichte niemals wirklich endet, solange wir uns an sie erinnern. Mehr Informationen über dieses beeindruckende Objekt,
Die genaue Adresse sowie die aktuellen Öffnungszeiten und Informationen darüber, wie Sie Ihre Hohenschwangau-Tickets reservieren können, finden Sie über den Link zur offiziellen Quelle, den wir für Sie in der Videobeschreibung hinterlegt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unserem Kanal Legendäre Burgen und Dome. Wenn Ihnen diese Reise gefallen hat, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie keine weiteren Legenden verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn die Mauern wieder zu sprechen beginnen.